Ich bin 73 Jahre alt. Ich sitze hier allein im Wohnzimmer und manchmal frage ich mich, warum es so lange gedauert hat, bis ich etwas verstanden habe, das eigentlich so einfach ist. Es hat mich 52 Jahre gekostet, wirklich zu verstehen. 50 Jahre, in denen ich dachte, dass ich alles richtig mache und dabei alles Wichtige verpasst habe. Als ich jünger war, war mein Leben voll. Voll mit Arbeit, Terminen, Erwartungen. Ich habe immer gedacht, dass ich die Zeit habe, dass morgen alles besser wird, dass es noch genug Tage gibt, um zu sagen, was gesagt werden muss, um zu sein, wer ich sein will. Aber die Zeit, die ich dachte, ich hätte, die war immer kürzer, als ich es bemerkte. Ich erinnere mich an meine 20er. Ich lebte in einer kleinen Wohnung. Die Wände waren dünn und ich hörte oft die Nachbarn lachen. Ich hatte einen Job, der mich nicht erfüllte, aber er zahlte die Rechnungen. Ich war stolz darauf, unabhängig zu sein, aber meistens fühlte ich mich leer. Ich bin abends nach Hause gekommen, die Wohnung still, und dann war da diese Leere, die ich nicht benennen konnte. Ich dachte, das sei normal. Ich habe Menschen getroffen, die mir wichtig hätten sein sollen. Freunde, vielleicht sogar die Liebe meines Lebens. Aber ich war zu beschäftigt damit, die richtige Karriere zu machen, das richtige Bild zu zeigen. Ich habe oft gesagt, ich rufe morgen zurück, ich schreibe später, ich komme vorbei, wenn ich mehr Zeit habe. Morgen, immer morgen. Und das Morgen kam nicht, so wie ich dachte. In meinen 30ern war ich verheiratet. Ich liebte meine Frau wirklich, glaube ich. Aber auch damals dachte ich, dass die Arbeit Vorrang hat. Ich wollte das Haus, die Sicherheit, das Geld. Ich habe ihr oft gesagt, dass ich alles tue, um uns eine gute Zukunft zu geben. Aber während ich Pläne machte, während ich den nächsten Schritt plante, bemerkte ich nicht, dass sie neben mir still wurde, dass ihre Freude an kleinen Dingen verschwand. Ich habe es nicht gesehen. Ich wollte es nicht sehen. Ich dachte, alles kann später repariert werden. Manchmal erinnere ich mich an Abende, an denen wir zusammen am Tisch saßen, schweigend, jeder in Gedanken verloren, und ich habe über die nächsten Aufgaben nachgedacht, über das, was ich am nächsten Tag erledigen musste. Ich hörte ihr nicht zu, ich schaute ihr nicht wirklich in die Augen. Ich dachte, dass wir Zeit haben, dass es immer weitergeht. Und dann irgendwann verschwand das Lachen, die Gespräche wurden kurz. Ich habe es ignoriert, wie man ein leises Signal ignoriert, das man nicht verstehen will. Meine Kinder wuchsen auf, während ich funktionierte. Ich brachte ihnen Brot und Kleidung, ich bezahlte die Schule, ich war präsent. Aber nicht wirklich. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen, ihre ersten Worte, aber oft nur am Rande, in der Eile, im Gedränge meiner Pflichten. Ich dachte, dass Arbeit, dass Erfolg, dass Sicherheit genug sei. Aber es war nie genug. Nie. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, als mein Sohn in seinem Zimmer saß und weinte. Ich klopfte an die Tür, fragte, ob alles in Ordnung sei. Er sagte, Papa, du bist immer beschäftigt. Ich sagte, ich tue das alles für uns. Ich dachte, ich würde die Wahrheit sagen, aber es war eine halbe Wahrheit. Denn was ich nicht sah, war, dass er meine Abwesenheit fühlte, meine stille Prioritätensetzung, die mir damals als Verantwortung erschien. Die Jahre vergingen und ich bemerkte kaum, dass die Welt sich veränderte, dass ich mich veränderte. Ich hatte Freunde verloren, nicht durch Streit, sondern durch Nachlässigkeit. Kleine Dinge, verpasste Geburtstage, ein nicht gehaltenes Versprechen, ein Abend, an dem ich lieber am Schreibtisch saß, statt bei ihnen.
Alles war klein, unscheinbar, aber es summierte sich. Ich merkte erst jetzt, wie viel sich ansammelte, wie still die Welt neben mir wurde, wie einsam meine Entscheidungen mich machten. In meinen 50ern begann ich, das Gewicht meiner Entscheidungen zu fühlen. Es war nicht eine einzige Katastrophe, sondern eine Serie von leisen Verlusten. Meine Frau und ich hatten uns entfremdet. Wir waren zusammen, aber getrennt. Wir aßen zusammen, wir sprachen, aber es war oberflächlich, höflich. Ich fragte mich, wann genau wir aufgehört hatten, wirklich zuzuhören. Und ich wusste die Antwort nicht, denn ich hatte nicht zugehört. Ich hatte gedacht, dass Liebe genügt, dass Pflicht genügt, dass ich noch Zeit habe, alles zu reparieren. Dann kam ein Moment, der alles veränderte. Mein Bruder starb plötzlich. Ein Herzinfarkt. Ich war nicht vorbereitet. Ich stand neben seinem Bett, hielt seine Hand und fühlte eine Leere, die ich nie gekannt hatte. Ich dachte an all die Male, als ich ihn hätte anrufen können, hätte vorbeischauen können, hätte sagen können, ich liebe dich, ich bin hier. Ich hatte es nicht getan. Die Zeit, die ich immer als unendlich betrachtet hatte, war vorbei. Nach diesem Tag begann ich zu verstehen. Ich begann zu sehen, dass mein ganzes Leben von kleinen Entscheidungen geprägt war, die ich für unbedeutend hielt. Die Arbeit wichtiger, die Zukunft wichtiger, die Meinung anderer wichtiger. Und jetzt im Rückblick weiß ich, dass die wichtigen Dinge immer die Menschen waren, die Gespräche, die Berührungen, die Aufmerksamkeit, die kleinen Momente des Zusammenseins. Alles andere verblasst. Alles andere. Ich habe viel nachgeholt, so gut ich konnte. Ich habe Briefe geschrieben, ich habe angerufen, ich habe versucht, Beziehungen wiederherzustellen. Einige haben geantwortet, einige nicht. Manche Verbindungen waren für immer gebrochen. Das tut weh. Nicht nur wegen der Ablehnung, sondern weil ich weiß, dass die Zeit, die ich verloren habe, unwiederbringlich ist. Und das ist etwas, das niemand reparieren kann. Nicht Geld, nicht Reue, nicht gute Absichten. Es ist weg. Jetzt mit 73 schaue ich zurück und sehe die Wahrheit so klar wie nie zuvor. Die meisten von uns denken, wir hätten noch Zeit. Wir verschieben das Wesentliche auf morgen. Wir glauben, dass es immer eine Gelegenheit gibt, dass wir noch lieben, noch zuhören, noch präsent sein können. Aber morgen ist nicht garantiert. Nicht für mich, nicht für dich. Manchmal sitze ich einfach da und denke an all die stillen Momente, die ich verpasst habe. An Geburtstage, an kleine Gesten, an ein einfaches „Wie geht es dir?" Ich habe sie oft als trivial abgetan, als nebensächlich. Jetzt sehe ich, dass gerade sie das Leben ausmachen, dass sie das sind, was bleibt, wenn alles andere verblasst. Und ich sage mir oft, hätte ich das früher verstanden, hätte ich es anders gemacht. Aber es ist zu spät, um Groll zu hegen. Zu spät, um all das wiederzubekommen, was verloren ist. Ich kann nur versuchen, jetzt präsent zu sein, bei dem, was noch da ist. Bei den verbliebenen Freunden, bei der Familie, bei den Erinnerungen, die noch atmen. Aber die Leere, die durch all die verpassten Momente entstanden ist, bleibt. Sie bleibt still, unveränderlich. Vielleicht ist das die Lektion, die 52 Jahre gebraucht hat, um klar zu werden, die Zeit ist nicht unser Besitz. Wir besitzen sie nicht. Sie fließt, während wir beschäftigt sind, während wir planen, während wir glauben, dass wir noch so viel haben. Und am Ende zählen nur die Menschen, die wir berührt haben, die Augenblicke, in denen wir wirklich da waren. Alles andere ist Schatten. Ich erzähle das nicht, um zu predigen. Ich erzähle es, weil es die Wahrheit ist,
wie ich sie lebe, wie ich sie empfinde. Wenn jemand zuhört, wenn jemand versteht, vielleicht kann es etwas ändern, vielleicht nicht. Aber es ist das, was ich habe, das und die Hoffnung, dass das noch reicht, um etwas von Bedeutung zu hinterlassen. Ich werde hier enden, nicht weil die Geschichte vorbei ist, sondern weil ich spüre, dass ich einen Punkt erreicht habe, an dem ich innehalten muss. Einen Moment der Stille, der Reflexion, bevor ich weiter in die Vergangenheit gehe, bevor ich die Jahrzehnte anschaue, in denen Entscheidungen mich formten, in denen ich dachte, ich hätte Zeit. Nachdem ich realisierte, wie flüchtig die Zeit ist, begann ich zurückzuschauen, wirklich zurückzuschauen. Ich erinnerte mich an meine 40- und 50-jährigen Jahre, die geprägt waren von Routine, von dem ständigen Streben nach Leistung. Ich arbeitete viel, immer. Ich wollte etwas schaffen, etwas hinterlassen, aber dabei vergaß ich die neben mir waren. Ich erinnere mich an die kleinen Dinge, die ich übersehen habe. Die Morgen, an denen meine Tochter mit leuchtenden Augen zu mir kam und von der Schule erzählte. Ich nickte, oft halb zuhörend, während ich meine E-Mails checkte oder den nächsten Termin plante. Später, Jahre später, sagte sie einmal: »Papa, ich wünschte, du hättest mehr zugehört.« Und ich konnte ihr nicht antworten, nicht wirklich. Die Jahre, in denen ich hätte zuhören können, waren vorbei. Meine Frau und ich trennten uns schließlich, still und ohne Drama. Kein Streit, nur Leere. Ich denke oft darüber nach, warum wir auseinanderlebten. Es war nicht eine Tat, die alles zerstörte. Es war die Summe von Jahren der Abwesenheit, von der Entscheidung, dass Arbeit, dass Pflicht, dass das Streben wichtiger war als das Zusammensein. Ich sehe es jetzt klar, so schmerzhaft klar, und doch kann ich nichts mehr ändern. In meinen 60ern begann ich, die Folgen wirklich zu spüren. Freunde starben, Krankheiten traten auf, mein Körper erinnerte mich daran, dass nichts ewig ist. Ich dachte oft an all die Chancen, die ich verschwendet hatte. Ein Abend mit Freunden, den ich abgelehnt hatte. Ein »Ich liebe dich«, das unausgesprochen blieb. Ein Besuch bei den Eltern, den ich verschob, weil ich dachte, dass ein anderes Wochenende besser wäre. Alles summierte sich. Alles war unwiederbringlich. Ich erinnere mich an ein Wochenende, an dem ich alleine in meiner Wohnung saß. Draußen schien die Sonne, Menschen lachten auf den Straßen, aber ich war in meiner Routine gefangen. Da wurde mir bewusst, dass die Einsamkeit nicht plötzlich kommt. Sie baut sich auf, leise, durch Jahre kleiner Enden. Entscheidungen durch Prioritäten, die man für richtig hielt. Es ist ein schleichender Prozess, bis man sich selbst in der Stille erkennt. Mein Bruder hatte mir damals nach dem Verlust eine Nachricht geschrieben: Es ist nie zu spät, aber es ist anders. Ich verstand sie damals kaum. Jetzt verstehe ich sie zu gut. Nie zu spät, ja, aber die Dinge sind anders. Manche Menschen, die du liebst, sind nicht mehr da. Manche Gelegenheiten kehren nicht zurück. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Man kann nur vorwärts gehen, mit dem, was bleibt. Die Einsicht kam schrittweise. Ich lernte, dass Erfolg nichts ersetzt, wenn die Beziehung fehlt. Dass Anerkennung von anderen, Geld, Titel, all das verblasst, wenn man allein in einem Zimmer sitzt, Erinnerungen durchgeht und merkt, dass die kostbaren Momente verpasst wurden. Ich sehe jetzt, dass die meisten Entscheidungen, die ich traf, aus Angst oder Pflichtbewusstsein kamen. Ich wollte gefallen, ich wollte leisten, ich wollte sicher sein, aber ich habe nicht wirklich gelebt. Es gibt Dinge, die ich nicht rückgängig machen kann,
die ersten Schritte meiner Kinder, die Umarmungen, die ich nicht gab, die Gespräche, die ich verschob. Sie sind für immer verloren. Ich spüre die Schwere dieser Verluste täglich. Es gibt Tage, an denen ich mich in der Erinnerung verliere, an denen das Bedauern drückend ist. Aber dann erinnere ich mich auch daran, dass ich lernen kann, präsent zu sein, jetzt. Für das, was noch bleibt. Ich versuche, mehr zuzuhören, mehr zu sehen, wenn Menschen sprechen. Ich frage nach, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Chancen knapp sind. Ich sage, was ich fühle, auch wenn es spät ist. Es ist nicht genug, nie genug, aber es ist ehrlich. Ich will nicht mehr durch das Leben gehen als Beobachter, sondern wenigstens jetzt, in den verbleibenden Jahren, als jemand, der wirklich da ist. Es gibt Momente, in denen ich zurückblicke und mich frage, ob ich verstanden wurde, ob ich hinterlassen habe, was zählt. Meistens nicht. Und das ist schwer zu akzeptieren. Die Welt merkt sich selten die Mühen, die Pflichten, die Arbeit, die man geleistet hat. Sie merkt sich die Augenblicke, in denen man wirklich präsent war, in denen man gesehen, gehört, geliebt hat. Alles andere verblasst. Ich habe gelernt, dass die Leere, die man in jungen Jahren zulässt, später nicht gefüllt werden kann. Man kann versuchen, sie zu mildern. Man kann Dinge nachholen, aber das ursprüngliche Verpassen bleibt. Ich wünschte, ich hätte früher verstanden, dass jede kleine Aufmerksamkeit, jedes Gespräch, jeder Blick zählt. Dass die Zeit, die man denkt, man habe, flüchtig ist. Dass man nicht auf morgen warten sollte, um zu sagen, was man fühlt, um zu sein, wer man sein will. Jetzt, mit 73, sehe ich die verbleibenden Jahre klar. Sie sind nicht unendlich. Ich habe keine Illusionen mehr. Ich werde nicht alles nachholen können. Ich werde nicht alles reparieren. Aber ich kann versuchen, die Gegenwart zu füllen, so gut ich kann. Ich kann hören, wirklich hören. Ich kann lieben, so viel es noch möglich ist. Ich kann aufmerksam sein, klein, still, ohne großes Theater. Das ist alles, was bleibt. Ich wende mich manchmal an den Spiegel, nicht um mich selbst zu bewundern, sondern um zu sehen, wer ich geworden bin. Ein Mann mit Falten, mit Verlusten, mit Bedauern. Aber auch ein Mann, der gelernt hat, die Stille zu schätzen, die kleinen Momente zu sehen. Ein Mann, der versteht, dass das Wesentliche nicht das ist, was man besitzt, sondern wer man in den Augen anderer war, wer man in den stillen Momenten war. Wenn ich eines sagen könnte, vielleicht an jemanden, der zuhört, an jemanden, der noch viel Zeit hat. Wartet nicht. Wartet nicht darauf, dass morgen euch gehört. Sagt, was ihr fühlt. Hört zu. Liebt ohne Zögern. Die Zeit ist nicht euer Besitz. Sie geht vorbei, egal wie beschäftigt ihr seid, egal wie viel ihr erreichen wollt. Ich werde nicht dramatisch enden, nicht mit einer großen Erkenntnis. Ich werde nur hier sitzen und wissen, dass die Jahre, die ich verloren habe, nicht zurückkommen. Dass das, was ich hätte tun können, vergangen ist. Aber ich werde weiterhin präsent sein, in der Gegenwart, so gut es geht. Ich werde versuchen, wirklich zuzuhören, wirklich zu fühlen, wirklich zu sehen, denn das ist alles, was bleibt. Und vielleicht, wenn jemand zuhört, wenn jemand versteht, wird er oder sie merken, dass das Leben nicht in großen Gesten liegt, nicht in großen Erfolgen, sondern in den kleinen Momenten, in den flüchtigen Augenblicken, in der leisen Aufmerksamkeit, die wir schenken. Das ist es, was zählt. Alles andere verblasst. Ich weiß, dass ich am Ende meines Weges bin. Ich spüre die Zeit, die mir noch bleibt, und ich akzeptiere sie. Mit Dankbarkeit und mit Bedauern.
mit der Einsicht, dass einige Dinge für immer verloren sind und andere noch gerettet werden können, wenn ich aufmerksam bin, wenn ich präsent bin. Und so sitze ich hier, ruhig, allein und erzähle meine Geschichte, nicht für Ruhm, nicht für Anerkennung, sondern weil es die Wahrheit ist, wie ich sie erlebt habe, weil es das Einzige ist, was von Bedeutung bleibt. Und wenn es jemanden erreicht, wenn es jemanden berührt, dann vielleicht hat es etwas Gutes.